Es geht jetzt bei uns wieder um die Asyldebatte. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch wird gleich im Willy-Brandt-Haus eine Pressekonferenz abhalten. Es geht ja im Streit um die Verschärfung der Migrationspolitik, dass die SPD da den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz scharf angegriffen hat. Und da sehen wir, wie Matthias Miersch vor die Presse tritt. Matthias Miersch, dem Generalsekretär der SPD, nach unseren Gremiensitzungen. Wir haben Zeit für einige Fragen auch im Anschluss. Ja, herzlich willkommen im Willy-Brandt-Haus. Der heutige Tag stand auch in den Gremien. Heute im Zentrum die schreckliche Tat in Aschaffenburg und die daraus folgende politische Diskussion der letzten Tage. Wir haben einen Beschluss im Parteivorstand getroffen, der Ihnen jetzt zugegangen ist. Wir machen sehr deutlich, dass natürlich die Trauer bei den Angehörigen und Opfern liegt, dass wir aber gerade in dieser Zeit sagen, man muss anständig handeln. Und man muss auch im Rahmen der Demokratie besonnen handeln. Wir sehen, dass noch viele Fragen in Bayern offen sind, gerade was den Vollzug angeht. Diese Dinge müssen umfassend aufgeklärt werden. Wir machen auch deutlich, dass wir in den letzten Monaten an zahlreichen Stellen Gesetze verändert haben. Wir haben Grenzkontrollen eingeführt, wir haben Abschiebungen erleichtert. Aber wir sehen auch, dass in den letzten Monaten vor allen Dingen CDU, CSU an entscheidenden Stellen blockiert haben. Sicherheitsgesetze, die den Bundesrat erreicht hatten, nicht mehr weiter beschlossen worden sind. Und deswegen bieten wir ausdrücklich allen demokratischen Parteien an, diese Gesetze auch jetzt miteinander zu diskutieren und zur Abstimmung zu stellen. Da handelt es sich vor allen Dingen um die Frage des Sicherheitspaketes mit mehr Kompetenzen für unsere Sicherheitsbehörden, wenn es beispielsweise um zusätzliche Befugnisse bei den Ermittlungsinstrumenten geht. Da geht es um die Frage des biometrischen Abgleichs mit öffentlich zugänglichen Internetdaten und all diesen Dingen. Wir stellen auch zur Abstimmung die Umsetzung der europäischen Asylreform. Hier ist es notwendig, sehr schnell zu Entscheidungen zu kommen, weil jeder weiß, da liegt der eigentliche Schlüssel auch, um Zuwanderung steuern zu können. Es wird nur im Europäischen Verbund gehen und nicht nationalstaatlich. Und wir sagen, ja, wir wollen auch das Bundespolizeigesetz novellieren, modernisieren, damit die Ermittlungsbehörden auch insoweit auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Dieses alles werden wir den demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag auch diese Woche anbieten. Aber was wir nicht tun werden, und das sage ich in aller Deutlichkeit, in irgendeiner Form Gesetze zu beschließen, die gegen die Verfassung verstoßen, die offenkundig europarechtswidrig sind und die den Spaltpilz innerhalb der Europäischen Union setzen. Was Friedrich Merz und die CDU/CSU augenblicklich scheinbar vorhaben, ist ein beispielloser Tabubruch in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Es war bis jetzt ein festes Einvernehmen, noch vor wenigen Wochen, dass es kein Gesetz angesichts der derzeitigen Regierungssituation gibt, dass kein Gesetz eingebracht wird in den Deutschen Bundestag, in dem die AfD Zünglein an der Waage sein kann. Das hat Friedrich Merz, das hat Thorsten Frey und haben andere CSU-Vertreterinnen noch vor wenigen Wochen bekräftigt. Jetzt scheint man vor einem Tabubruch zu stehen und versucht im Zweifel in Zusammenarbeit mit der AfD diese Gesetze durchzusetzen. Ich kann hier nur sagen, wer das tut, wer die AfD, die Weidels, Höckes und Co. in sein Haus lässt, der wird sie aus diesem Haus nicht mehr herausbekommen. Was ist überhaupt, wenn Friedrich Merz jetzt schon vor einer Wahl diese Zusammenarbeit sucht? Wie ist es, wenn nach der Wahl wieder möglichen Mehrheiten mit der AfD sind? Dieser Tabubruch muss uns alle aufrütteln.
Und ich sage das hier in einem Haus einer Partei, die über 160 Jahre für Freiheit, Gleichheit und Solidarität gekämpft hat. Hier müssen wir jetzt ein klares Stoppsignal setzen. Und wir werden dieses versuchen, auch in den kommenden Tagen mit unseren Möglichkeiten zu verhindern. Der gesellschaftliche Zusammenhalt darf auch bei schwierigen Anlässen nicht infrage gestellt werden. Und auch jetzt sieht man schon, dass viele Migrantinnen und Migranten hoch besorgt sind. Wir lassen das nicht zu. Und dennoch muss man sagen, ja, viele Leute sind verunsichert. Und deswegen muss man auch immer wieder prüfen, an welchen Stellen nachgebessert werden kann. Wobei ich hier immer wieder sage, der Schwerpunkt ist wohl auch im Vollzug zu sehen, in der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, aber vor allen Dingen auch auf der Länderebene. Meine Damen und Herren, ich will hier noch mal deutlich machen, dass ich die kommenden Tage durchaus als historisch bewerte. Friedrich Merz und die CDU/CSU müssen überlegen, ob sie diesen Tabubruch riskieren und ob sie ihn gehen. Die SPD wird in aller Form dem widersprechen. Vielen Dank. Die erste Frage kommt von Herrn Rinke von Reuters. Ja, Herr Mirsch, ich habe anschließend an das, was Sie gesagt haben, gleich 3 Fragen. Sie haben gesagt, wir werden versuchen, mit unseren Möglichkeiten das zu verhindern. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen, was das nun genau bedeutet, dass diese Anträge gar nicht auf die Tagesordnung kommen, oder wie wollen Sie das verhindern? Zweitens, machen Sie denn ein Angebot an die Union, vielleicht auch die FDP, dass Sie bei diesen Gesetzentwürfen, die vorliegen, noch Änderungen vornehmen? Es gibt ja unter anderem starke Kritik an dem Bundespolizeigesetz, und vielleicht können Sie auch die Bemerkung von Herrn Lauterbach kommentieren, der sich ja für seinen Tweet entschuldigt hat, aber trotzdem jetzt mit Rücktrittsforderungen aus der Union konfrontiert wird. Danke. Also Karl Lauterbach hat sich entschuldigt, und dabei, glaube ich, kann man es belassen. Die anderen Fragen, unsere Möglichkeiten, die wir in einem Parlament haben, sind Gegenvorschläge zu machen. Und ich habe eben skizziert, in welchen Bereichen wir die demokratische Mitte auch in dieser Woche bitten, mit uns zu überlegen, ob man hier Mehrheiten sich beschaffen kann. Beispielsweise beim Bundespolizeigesetz, bei den Sicherheitsgesetzen oder auch bei der gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Das sind die parlamentarischen Möglichkeiten. Wir werden nicht in irgendeiner Form geschäftsordnungstechnisch vorgehen, sondern wenn Herr Merz dieses zur Abstimmung stellen will, dann soll er es tun, dann soll er der Öffentlichkeit zeigen, dass er diesen Tabubruch jetzt vollzieht. Wir werden allerdings, und deswegen sehe ich dort keinerlei Spielräume augenblicklich, wir haben minütlich ja neue Hinweise, wie man jetzt agieren will. Deswegen müssen wir das auswerten, welche Anträge wie und Gesetzentwürfe am Ende eingebracht werden sollen. Aber ich kann hier sagen, das, was wir augenblicklich wissen, sind das Vorschläge von CDU, CSU, die eindeutig gegen die Verfassung verstoßen, die gegen europäisches Recht verstoßen und die spalten. Und deswegen sehe ich hier keine Grundlage eines Kompromisses. Wir bringen diese Gesetze ein, und wir haben immer gesagt, dass wir auch miteinander diskutieren können. Und deswegen wird es auch so bleiben. Aber Herr Merz hat auch hier ja scheinbar einen neuen Weg eingeschlagen, indem er sagt, entweder die Punkte kommen so oder nicht. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, inwieweit hier überhaupt noch Verhandlungsbereitschaft besteht. Tom Krömer von RTL. Ja, Herr Mirsch, in dem Sicherheitspaket, inwieweit sind das auch Punkte, die bereits im Bundesrat blockiert worden sind? Und warum sollte, wenn dem so ist, die Union dem jetzt zustimmen? Ist das nicht ein bisschen zu wenig, das gleich dann nochmal einzubringen? Ja, ich glaube, erstens bleibt es nicht bei dem Sicherheitspaket, sondern wir haben ja darüber hinaus, habe ich ja Punkte genannt, die nicht Bestandteil dieses Sicherheitspaketes sind, beispielsweise die gemeinsame europäische Asylpolitik. Aber in der Tat ist es so, dass wir doch feststellen müssen, dass CDU, CSU jetzt monatelang unsere Angebote auf eine Diskussion über diese Pakete bzw. über dieses Paket, was ja im Bundesrat gescheitert ist, verweigert haben.
und teilweise sogar Verhandlungen noch unter der Ampel verlassen haben. Und wenn man jetzt attestiert, dass man gesetzgeberisch Dinge verändern will, und das hat die CDU-CSU ja sehr deutlich gemacht, dann ist das Mindeste doch, dass ich mich damit auseinandersetze, wenn es beispielsweise um erhöhte Befugnisse der Ermittlungsbehörden geht, sich damit auseinanderzusetzen und nicht zu verfassungswidrigen etc. Vorschlägen zu kommen. Anna Lehmann von der Taz. Mir erschließt sich noch nicht ganz, vielleicht können Sie es aufklären, wo in diesen Gesetzen, die Sie aufgezählt haben, also GEAS, Sicherheitspaket oder Bundespolizeigesetz, besondere Hebel liegen, die die entsetzliche Tat von Aschaffenburg hätten verhindern können. Und Sie haben ja einen Punkt hier auch in Ihrem Vorstandsbeschluss zu psychisch Kranken, zu Menschen, die psychisch krank sind, drin. Und zwar geht es da um bessere Erreichbarkeit und Kommunikation der Behörden untereinander. Da wäre die Frage, reicht das aus? Das Erste, diese Vorschläge, die wir wieder unterbreiten, sind in der Tat nicht neu, sondern wir haben sie länger ja im Parlament auch schon bereits eingebracht. Ich glaube, es wäre auch völlig falsch, die Tat von Aschaffenburg zu nehmen, um jetzt Gesetzesinitiativen zu starten, wie die CDU-CSU sie machen. Denn wenn ich richtig informiert bin, diese Tat in Aschaffenburg wäre durch kein Gesetz, was die CDU-CSU augenblicklich vorhaben, in irgendeiner Form verhindert worden. Sondern es geht um den Vollzug und es geht natürlich um auch die anderen Fragen, die darum sich bilden, die beispielsweise die gemeinsame europäische Asylpolitik ja auch aufzeigen, die haben primär nichts mit Aschaffenburg zu tun. Was in Aschaffenburg aber aufgeklärt werden muss, ist die Kommunikation in der Tat der Behörden untereinander. Und es betrifft auch, und das sehen wir ja jetzt nicht nur in Aschaffenburg, die Frage von psychischen Erkrankungen, wie die Behörden mit diesen Dingen umgehen, vor allen Dingen, wie sie auch ausgestattet sind. Denn das, was sich jetzt schon augenblicklich zeigt, ist scheinbar, dass es auch nicht ausreichend Personal gegeben hat. Und deswegen wird die Frage, wie handlungsfähig dieser Staat ist, auch eine sehr zentrale sein. Aber die Beschlussfassung ist jetzt ein zwei- oder dreiseitiges Papier. Frau Lehmann, sehen Sie es uns nach, dass wir nicht die Konzeption generell jetzt ausgefüllt haben. Aber wir wollten dieses Problem durchaus in dem Beschluss benennen. Frau Block, Sie hat noch eine weitere Frage. Herr Miersch, kommt die Union dann überhaupt noch für die SPD unter diesen Umständen als Koalitionspartner in Frage? Ich kann im Moment mich mit diesen Fragen nicht beschäftigen, weil die Frage, ob tatsächlich dieser Tabubruch vollzogen wird, der ist aus meiner Sicht noch offen. Ich hoffe sehr darauf, dass es auch innerhalb der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Menschen gibt, die diesen Kurs nicht mittragen werden. Und wenn der stattfindet, dann werden wir überlegen, wie man mit dieser CDU-CSU überhaupt noch umgehen kann. Die Kollegin direkt daneben hat auch eine Frage. Ella Witzke, Newstime. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Vorschläge, die Sie einbringen, sind aber jetzt keine Änderung des Asylgesetzes, so wie die Union das vorsieht. Wollen Sie dazu noch was einbringen, also die SPD? Nein, diese Vorschläge, die CDU-CSU machen und die an das Asylrecht gehen, auch an den Grundsatz, die sind aus unserer Sicht in keiner Weise in irgendeiner Form zu verändern, sondern sie verstoßen schlichtweg gegen die Verfassung bzw. gegen das europäische Recht. Ich hatte eine Frage von der Kollegin in der ersten Reihe. Hallo, guten Tag, Celine Babachan von Welt TV. Sie sagen ja, die SPD argumentiert, dass die Punkte verfassungs- und EU-widrig sind. Die Union widerspricht ja, sagt, nationales Recht müsse ja vor europäischem gelten, weil wir eine außergewöhnliche Notlage, also in außergewöhnlichen Notlagen müsse dies möglich sein. Inwiefern gehen Sie mit dieser Argumentation mit? Also wie bewerten Sie dies? Und nur einmal zur Konkretisierung, also Sie setzen auf Ihre eigenen Pläne und es gibt keine Chance zur Mitgestaltung mit der CDU? Ich habe Herrn Merz im Moment so verstanden, dass er keinerlei Gesprächsangebote über seine eingebrachten Punkte aussendet. Und insofern, diese Punkte sind für uns inakzeptabel. Und als Jurist kann ich Ihnen nur sagen, der auch in diesen Bereichen durchaus tätig gewesen ist, eine solche Notlagensituation sehe ich in keiner Weise.
Und Sie sehen jetzt schon an den Reaktionen beispielsweise des österreichischen Bundeskanzlers, einer aus der Parteienfamilie von Herrn Merz, dass auch innerhalb der europäischen unionsgeführten Regierungen hier deutlicher Widerstand kommt und man vor allen Dingen mit dem europäischen Gedanken auch argumentiert. Soweit also der SPD-Generalsekretär Matthias Miersch zur Asylverschärfungsdebatte und zu der Frage, wie die SPD nun darauf reagiert. Also man hört es heraus, noch ist offen, was dann eigentlich im Bundestag passiert. Aber so, wie es jetzt vorgesehen ist, da will offenbar die SPD nicht mitgehen.